Punkt 3. Kaufpreise und Mieten. In Ungarn sind die Immobilienpreise zwischen 2010 und 2019 generell um 80 bis 90% gestiegen, je nachdem, welcher Statistik man glauben darf. Hier sind zum Beispiel die Daten von Eurostat, bei der eine Wertentwicklung von deutlich über 10% seit 2013 die Norm war. Im europäischen Maßstab sind sie aber immer noch sehr günstig. Zugleich sind die Mieten gar nicht so billig. Wenn du dich an die Karte vom Anfang erinnerst, stell dir vor, die grünen Bereiche, wo man mit einer guten Rendite von 4% auskommt, wären mitten in der Hauptstadt. Unvorstellbar für Deutschland, aber in Budapest absolut real. Aktuell ist es jedenfalls selbst in sehr guten Lagen noch möglich, Wohnungen für 2.000 bis 3.000 Euro im Quadratmeter zu kaufen. Das hängt dann vom Zustand ab. Ab 3.000 aufwärts beginnt dann schon die gehobene Ausstattung. Und wer Wohnungen im Bereich 300.000 bis 500.000 Euro sieht und ihre Umgebung erlebt, wird sein Homeoffice vielleicht lieber gleich hier aufschlagen. Aber lass uns nicht von Luxusimmobilien in Eigennutzung sprechen. Ich denke eher an eine solide Anlagegröße zwischen 100.000 und 200.000 Euro, die man an ganz normale Menschen mit ganz normalem Einkommen vermieten kann. Zuerst ein Blick nach Deutschland. Zufällig habe ich das hier entdeckt. 50 Quadratmeter in der Nähe von Dortmund für 140.000 Euro. Immerhin mit Bushaltestelle. Ist ja auch schon mal was. Die vom Projektentwickler versprochenen 6,50 Euro im Quadratmeter bedeuten, dass man etwa 35 Jahre braucht, um das Objekt mit der Miete zurückzuzahlen. Zum gleichen Preis und in gleicher Größe ginge aber auch eine Eigentumswohnung im denkmalgeschützten Bau. In unmittelbarer Nähe zu Nationalmuseum und Palastviertel im 8. Bezirk in Budapest. Eine Vermietung an ausländische Studierende der nahegelegenen medizinischen Fakultät bringt auf jeden Fall 8 bis 10 Euro im Quadratmeter. Das ist dann ein Verhältnis von 23 bis 30 Jahresnettomieten. Aber was für mich zumindest noch wichtiger ist, während man das eine Gebäude Jahr für Jahr abschreibt und nach 50 Jahren vermutlich nur noch abreißen kann, wird das andere immer wertvoller. Das ist vielleicht wie bei einem guten Wein. Wenn du Lust hast, solche Schätze zu entdecken, melde dich bei mir. An dieser Stelle der Hinweis. Wir von Budapest Invest sind keine Vermögens- und auch keine Steuerberater. Deine Anlagestrategie bestimmst du selbst. Unser Job ist es, das Richtige für dich und dein Budget zu finden und dich bei Kauf, Renovierung und Vermietung zu unterstützen. Alles in deutscher Sprache. Punkt 4. Wertentwicklung. Man kann nicht die vergangenen Jahre vor Corona mit ihren 10% Wertsteigerung pro Jahr zum Maßstab für die Zukunft machen. Es geht nicht immer alles aufwärts, auch wenn man gerne daran glauben möchte. Aber man kann sich die Risikofaktoren anschauen, die einer positiven Entwicklung vor allem langfristig entgegenstehen könnten. Eines der Szenarien, ein EU-Austritt, war ja schon Thema. Ein weiteres Szenario wäre eine anhaltende Rezession, ausgelöst durch zunächst hohe Inflation, steigende Zinsen, immer mehr faule Kredite und schließlich Europa- oder weltweit einbrechende Immobilienpreise. Doch der Blick zurück zeigt, dass jemand mit einem Zeithorizont von 10 Jahren solche Krisen ohne Schaden überstehen konnte. Auch Ungarn hatte 2010 bis 2013 eine schwere Rezession zu verkraften. 2019 waren die Preise dann trotzdem 90% über denen von 2010. Schlecht dran war nur, wer in der Krise verkaufen musste. Langfristig relevant ist natürlich die Bevölkerungsentwicklung. Die ist in Europa inzwischen negativ und das wird in den nächsten Jahrzehnten eine große Herausforderung werden. Für kleinere Städte und Landkreise kann dies durchaus ein Problem werden. Für Metropolen eher nicht, denn sie bieten die wichtige wirtschaftliche, soziale und auch kulturelle Infrastruktur. Meines Erachtens viel wichtiger, weil alles beeinflussend das Klima. Wenn du möchtest, dass deine Immobilie in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine positive Wertentwicklung hat, wird das Klima vielleicht sogar der wichtigste Faktor überhaupt, den es zu berücksichtigen gilt. Du kannst Rezessionen und Börsencrashs in wenigen Jahren aussitzen, aber 1,5 bis 2 Grad Erderwärmung produzieren bleibende Veränderungen, die keiner mal eben zurückdrehen kann. Ein Beispiel. Prognosen des Weltklimarates der UNO zufolge wird die Region des Mittelmeers, also die beliebtesten Ferienregionen der Deutschen,
schon in absehbarer Zeit besonders hart getroffen, weil die Folgen der zunehmenden Hitze sich gegenseitig verstärken. Manch einer hat ein Ferienhaus an der griechischen oder türkischen Küste und fragt sich nun, wie sich wohl der Wert entwickeln wird, wenn immer neue Temperaturrekorde und Brandkatastrophen zu erwarten sind. Das Ferienhaus mit eigenem Pool auf Mallorca klingt dann auch nicht mehr so traumhaft, wenn es bei zunehmender Wasserknappheit verboten wird, diesen zu befüllen. Was heißt das alles für Budapest? Zunächst einmal liegt Ungarn laut Weltrisikobericht im grünen Bereich. Das bedeutet nicht, dass hier alles auf ewig super entspannt bleibt. Aber eins weiß ich. Bedeutende Städte, insbesondere Hauptstädte, mobilisieren grundsätzlich alle verfügbaren Ressourcen, um das Leben und das Eigentum ihrer Bewohner zu schützen. Punkt 5. Kosten. Strom, Gas, Wasser. Verwaltung. All die Nebenkosten, die in Deutschland keine Grenze zu kennen scheinen, gerne mal einen 50%igen Aufschlag auf die Kaltmiete bedeuten. Das alles schmerzt dann nochmal mehr, wenn die Wohnung leer steht. Eigentümer in Budapest haben das kaum. Die Kosten für Strom und Gas sind subventioniert und in der EU die günstigsten überhaupt. 10 Cent für Strom, das ist unter einem Drittel der deutschen Preise. Und das Wohngeld für Verwaltung, Aufzug, Hausmeister usw. liegt in der Regel bei rund 50 € im Monat. Auch deswegen sind die Lebenshaltungskosten rund ein Drittel unter den deutschen. Bei den Kosten für Handwerker ist der Unterschied sogar noch größer. Und genau diese Kosten entscheiden manchmal, ob sich ein Investment lohnt oder nicht. Punkt 6. Flair. Das Beste zum Schluss sozusagen. Dieser vielleicht am wenigsten rational wirkende Punkt ist aber für viele ausschlaggebend. Budapest ist architektonisch eng verwandt mit Paris, Wien, Berlin und London. Deswegen wird die Stadt oft und gerne als Kulisse für Filmproduktionen genutzt, die laut Drehbuch gar nicht dort spielen. Budapest hat Weltkriege und Aufstände relativ gut überstanden und dementsprechend sind auch heute noch die meisten Wohnhäuser in den inneren Bezirken der Stadt denkmalgeschützte Bauten aus Gründerzeit und Jugendstil. Erhaltung und Restaurierung war jedoch erst nach dem Ende des Kommunismus denkbar und es hat sich vor allem dank der EU-Hilfen eine Menge getan. Trotzdem, manchmal läuft man an Gebäude vorbei, deren prunkvolles Erbe man zwar noch sieht, aber eben auch die Einschusslöcher aus den Häuserkämpfen. Aber selbst diese Gebäude haben etwas Unersetzbares, Geschichte. Und als Eigentümer einer Wohnung besitzt auch du einen Teil davon. Die Stadt fördert zudem Eigentümergemeinschaften, wenn diese ihr Gebäude renovieren oder die Fassade restaurieren wollen. Mit etwas Glück kommt man just zu dem Zeitpunkt an eine Wohnung, wo ein solches Projekt ansteht. Was man übrigens nie machen darf: dem Verkäufer einfach glauben, dass so eine Maßnahme vorgesehen ist. Wie du sicherstellst, dass du auf keine Tricks dieser Art hereinfällst, ist ein anderes Thema für ein anderes Video. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und dass du Lust bekommen hast, die Stadt näher kennenzulernen. Für einen ersten Schritt melde dich einfach über unsere Website auf budapest-invest.com. Danke fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.